Wenn du auf der Suche nach einer neuen Formation und Taktik bist, die vor allem offensiv extrem viel Potenzial hat, dann solltest du unbedingt bei diesem 4-3-2-1 Formation Guide am Start bleiben, denn ich zeige dir meine wirklich pure Offensivtaktik, die ihr auf jeden Fall nutzen könnt, wenn ihr zurücklegt oder wenn ihr von Anfang an reinstartet und, sage ich mal, schon den Gegner, sage ich mal, zum schnellen Rage-Quit haben wollt, weil ihr so viel Offensivpower und so viel Tore am besten macht. Damit ihr diese Taktik auch in-game erlebt, werden wir am Ende nochmal in ein Live-Gameplay gehen, wo ich euch wirklich Stück für Stück live erklären kann, was diese Formation so ausmacht und ihr auch bessere Beispiele habt, wie ihr diese Formation am besten spielen solltet. Damit ihr auch kein weiteres Video und keinen Livestream mehr verpasst, solltet ihr unbedingt direkt den YouTube-Kanal abonnieren, lasst gerne ein Like da und teilt diesen Formation Guides gerne mit anderen EA FC 24 Freunden von euch, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden. Apropos Livestream, schaut gerne auf dem Community-Tab bei YouTube im Discord oder auf dem Twitch-Streaming-Plan vorbei, denn dort sind immer die Streaming-Zeiten und wie gesagt, ich streame auf YouTube und auch auf Twitch, also schaut dort gerne mal vorbei, dort werdet ihr mal die aktuellsten Formationen und Taktiken sehen. So, und jetzt sind wir auch in-game, das ist zurzeit mein Team mit den Sweet Face Flügeln, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wir gehen in die Taktik rein und in die 4-3-2-1 und zwar spiele ich diese wie folgt: Defensivstil ausgeglichen, Breite 45, weil die Formation an sich schon eng ist, aber du trotzdem relativ eng stehen sollst, um die Mitte zuzubekommen. Tiefe 55 probiere ich mal aus, weil mit zu hohen Tiefen bist du relativ konteranfällig, so zumindest bei mir. Wenn ihr natürlich mit höheren Tiefen klarkommt, vor allem auch mit einer automatischen Abseitsfalle bei 71, könnt ihr natürlich auch das probieren, also testet die Tiefe für euch selbst aus. Ich bin, wie gesagt, bei 55 zurzeit. Dann Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe funktioniert immer noch am besten. Wenn ihr wirklich ein crazy Konterspieler seid, dann könntet ihr auch Läufe in die Spitze machen, weil dann sprinten alle direkt nach Balleroberung nach vorne, was euch eventuell dabei helfen könnte, die nochmal offensiver, wie sie eh schon ist, zu nutzen, aber ich nutze sie mit direkte Pässe und offensive Breite auch 45, weil du trotzdem relativ eng stehen sollst, weil du deine 6 Spieler, die du ja in der Mitte hast, mit den 3 ZMs und deinen 3 vorderen Stürmern eng spielst und dann noch über die Außenverteidiger kommen kannst, wo du das Spiel dann noch breit machen kannst, aber dazu in den Anweisungen mehr. Spieler im Strafraum spiele ich auf 6. Wenn euch das zu wenig sein sollte, könnt ihr es auf 7 spielen. Solltet ihr zu häufig ausgekontert werden, könnt ihr auch auf 5 gehen. Aber 6 finde ich als geeignetes Mittelmaß gut geeignet. Und Ecken und Freistöße spielen wir auf 1, da je nachdem, wie ihr, sag ich mal, die Eckenvarianten zurzeit nutzt, könnt ihr natürlich auch dort nach eurem Belieben das einstellen. In-game spielen wir das Ganze so, und hier noch ein wichtiger Hinweis: Ich würde euch vor allem im ZM raten, den mittleren ZM, auf jeden Fall eine Defensivbrecher-ZDM-Karte, in meinem Fall Bellingham, zu spielen, und dann bleibt es euch überlassen. Ich würde euch raten, einen weiteren wirklichen ZM, in dem Fall bei mir Bonmati, zu zocken, so ein Allrounder-ZM, der offensiv als auch defensiv gut kann. Und auf der anderen Seite, in dem Fall Trinity, die Dreifaltigkeit bei mir, dort solltet ihr am besten einen Flügelspieler spielen, weil in der Defensive wird es sozusagen dann ein 4-4-2 und diese Position dort, die ihr denn dort habt, geht dann sozusagen auf den Flügel, sodass es am besten ist, dort einen Flügelspieler auch dann auf der ausgewählten Position zu zocken, dass du indirekt 4 offensive Spieler hast, mit hier im Mittelfeld ein Flügel und dann vorne natürlich Flügelposition auf den äußeren und einen Sturm in der Mitte. So, und dann kommen wir zu den Anweisungen. Beim Torwart immer Flankenfänger, Beste. Bei den Innenverteidigern ändert ihr nichts. Ich spiele es so, dass ich einem Außenverteidiger hinten bleiben und übergreifend gebe. Das heißt,
einer auf jeden Fall hinten bleiben sollte. Und auf der anderen Seite spiele ich einen mit ausgewogen und übergreifend, dass auf einer Seite der offensiv stärkere Außenverteidiger, je nachdem wer es in eurem Team ist, dem gebt ihr ausgewogen, dass der sich auch ein bisschen weiter nach vorne orientiert, sodass ihr auch ein bisschen Breite im Spiel habt und dann in die Mitte legen könnt und dann halt extrem viel Leute habt. Solltet ihr das zu offensiv finden, was es halt wie gesagt auch sehr offensiv ist, muss ich sagen, dann könnt ihr dem natürlich auch hinten bleiben bei Angriffen geben. Dann seid ihr da zumindest nicht so crazy konteranfällig, weil oft ist es so, wenn ihr hier über die rechte Seite vor allem dann den Ball verliert, wird immer halt über die rechte Seite der Konter gestartet. In dem Fall über die linke Seite, wenn du es vom Gegner aus siehst. Und dann habt ihr halt Hardcore-Probleme in der Konterabsicherung. Wie gesagt, je nachdem wie ihr klarkommt, könnt ihr das nun offensiver oder defensiver einstellen. Dann kommen wir ins Mittelfeld, dem defensiveren Part gebt ihr natürlich hinten bleiben und Mitte abdecken. Und der bleibt halt crazy. Und dann, was ich schon meinte, dann am besten einen anderen ZM, der offensiv als auch defensiv kann, weil der wird dann in der 4-4-2-Formation auch den zweiten ZM in der Mitte bilden und deswegen geben wir dem auch hinten bleiben, am Strafraumrand bei Flanken, Mitte abdecken und alle Freiheiten hat mir einfach viel besser geholfen, vor allem bei den äußeren ZMs, was ihr auch gleich bei der anderen seht, weil dadurch finde ich, dass sie sich auch manchmal nach außen fallen lassen und wirklich in diesem Halbraum eine extrem gute Anspielstation bieten und dann habt ihr sozusagen im Halbraum ein und 3 Leute vorne, die halt extrem steil gehen und so ist das halt so crazy offensiv. Also alle Freiheiten finde ich wirklich stark, wenn euch mit der Zeit auffällt, dass die Positionen halt so komplett ungeordnet sein sollten, vor allem in der Defensive, dann nimmt am besten alle Freiheiten raus und macht Position halten. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, einen offensiveren Flügelspieler, dem gebe ich nach vorn orientieren, für Flanken in den Strafraum, dass ihr wirklich 4 Leute auf jeden Fall vorne habt und auch alle Freiheiten. Das ist sozusagen der Freigeist im Mittelfeld und bietet euch, wie gesagt, durch alle Freiheiten oft sehr gute Anspielstationen. Und jetzt die Sache, was ich meinte, dass wir in der 4-4-2 verteidigen, diesem gebt ihr dann bei Defensivposition Flügel abdecken und der wird dann sozusagen im Rückwärtsverhalten auf die RM-Position gehen. Dann, basierend darauf, dass ihr dem ja sozusagen RM gebt, gebt ihr sozusagen dem rechten Flügel zentral orientieren, Abwehr überlaufen und vorn bleiben, sodass nämlich diese Position sich nach vorne in der Defensive als zweiten Stürmer orientiert, neben Morgan in diesem Fall, und die bilden dann die Doppelspitze und dann gebt ihr sozusagen dem auf der anderen Seite ebenfalls für die Offensive zentral orientieren, Abwehr überlaufen, aber auch Defensive verstärken und dadurch durch Defensive verstärken wird dieser dann auf die LM-Position in der Verteidigung gehen, sodass ihr sozusagen in der Verteidigung im 4-4-2 mit Swanson LM, Bomati, Bellingham ZM und Rodman RM spielt und Smith und Morgan dann sozusagen im Sturm. Und dann kommen wir auch noch zum Stürmer. Dort gibt ihr auch zentral orientieren, Abwehr überlaufen, vor allem durch die Steilpässe, extrem stark. Und das waren jetzt sozusagen unsere Anweisungen und dann würde ich sagen, wie ich schon am Anfang meinte, wir gehen jetzt in den Live-Spiel in Division Rivals, damit ihr wirklich seht, dass dieses Ganze wirklich extrem gut funktionieren kann. Und schwuppdiwupp gehen wir in Rivals rein. Hier seht ihr es. Wir sind in Division 2 beim zweiten Checkpoint, wo das Niveau natürlich crazy ist. Und da gehen wir jetzt rein und spielen diese 4-3-2-1 Formation. Alright, wir spielen gegen Plymouth Albion. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, moin. So, dann stellen wir auf Defensiv ein und ich stelle in-game immer auch noch mal Steuerkreuz unten, Steuerkreuz oben. Stürmer lässt sich zurückfallen, dadurch werdet ihr noch mal ein bisschen kompakter, weil sich die
3 Stürmer denn zurückfallen lassen. So, wie gesagt, hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht so einen Fehlpass spielt. Grüße gehen raus. Da waren wir noch nicht in-game. So, dann aber am Anfang am besten immer über die Außen aufbauen und dann könnt ihr hier in der Mitte mit euren 3 ZMs extrem viel Schaden ausrichten, Seite einmal verlagern. So, jetzt hier immer ein bisschen verzögern und dann werdet ihr sehen, dass sich eure Spieler hier in der Mitte immer gut anspielen lassen. Und jetzt dann könnt ihr auch mal den Seitenwechsel spielen auf euren offensiveren Außenverteidiger und schwuppdiwupp ist da dieser Freiraum durch alle Freiheiten und dann habt ihr da 4, 5 Spieler, wie ihr eben gesehen habt, in der Mitte. Wir machen letztlich das Tor dann nicht, aber ihr habt dann so eine crazy Überzahl da. So, dann hier mal mit R1 Dribbling, gehen wir nochmal nach außen. Und hier ruhig bleiben, da ist der druckvolle Pass eigentlich frei gewesen. Und was ich euch auch raten kann, spielt oft einfach druckvolle Pässe, weil die einfach nochmal deutlich besser ankommen. Da kommen wir gerade noch so ran. Aber hier in der Defensiven seht ihr auch, ihr steht extrem eng. Und dadurch, dass sie zurückgezogen sind, wie Morgan da gerade, ist die halt extrem eng. So, wieder auf euren offensiven Außenverteidiger jetzt kurz verzögern. Und dann seht ihr da vorne schon jemanden laufen. Könnt ihr einfach steil schicken. Smith, jetzt sind in der Mitte da wieder Leute, der aus dem Rückraum kommt. Und dann könnt ihr nochmal zurücklegen. Denn oben habt ihr einen, oh, der kommt jetzt nicht an. Aber wie gesagt, dadurch, dass auch für Flanken in den Strafraum und am Strafraumrand eure ZMs da auch relativ offensiv stehen, könnt ihr da halt extrem gut wieder zurück. Jetzt wieder durchschicken. Wie gesagt, ihr habt dann direkt dann 3, 4 Leute immer im Strafraum, sodass ihr wirklich extrem viel Anspielstationen habt, was extrem stark natürlich ist. So, also die Abseitsfalle, da wollte ich bedingt auf jeden Fall eine Abseitsfalle machen, weil ich gemerkt habe, dass da viel Raum war. Hat in diesem Fall nicht funktioniert. Junge, die Ecken. Kriegen wir auch noch ein Eckentor natürlich. Come on, Mann. Wie gesagt, am besten immer über euren Außenverteidiger, den ihr offensiv natürlich eingeschaltet habt, mitnehmen. Dann kurz verzögern und dann habt ihr mit der Zeit hier, und das meinte ich hier, Watman, die spielt bei uns im ZM und das meinte ich mit diesem alle Freiheiten, dass die sich einfach nach außen fallen lassen und in diesem Fall ihr dann halt diesen Ball außen durchspielen könntet und deswegen vor allem über einen Außenverteidiger verzögern, dann machen sie oft diese Läufe, so hier druckvoll und dann habt ihr da wieder so viele Leute, wir verhauen es jetzt ein bisschen. Und hier wieder offensiv, euer Außenverteidiger steht dann immer auf der letzten Linie. So. Da läuft Smith perfekt rein. Ballrolle vorbei und drin ist Ding. Habt ihr gesehen, dass durch Abwehr überlaufen vor allem auch die Leute dann immer steil gehen und irgendwann können die halt nicht alle mehr in der Mitte da verteidigen. So. Wie gesagt, immer zurück, denn diesen offensiven habt ihr auch unten auf dem Radar gesehen. Der offensive Außenverteidiger ist eigentlich immer anspielbar und dann könnt ihr in die Mitte gehen, hier euer Kurzpassspiel aufbauen, ne, und dann wird es extrem schwer für den Gegner da hinzukommen. Oh. Man kennt es, dass die sich dann im Weg stehen. Jetzt hat er da auch seinen offensiven. Jetzt kriegen wir den Spielerwechsel nicht hin. Ja, und das war einfach schlecht verteidigt. Wie gesagt, verteidigungsmäßig bin ich halt auch, sag ich mal, gerade nicht konkurrenzfähig. Was ich halt auch sagen muss, was ich letztlich leider
zurzeit durch mein komplettes Spiel. Also, wie gesagt, wenn ihr es besser verteidigen könnt, wovon ich erstmal ausgehe, dann könnt ihr mit dieser Formation auch defensiv relativ gut spielen. Aber was ich schon am Anfang meinte, die ist relativ offensiv, vor allem mit eurem Außenverteidiger. Wie gesagt, hier verzögern und dann achtet hier auf Trinity, die kommt dann wieder nach außen. Dann könnt ihr in die Mitte gehen, Außenverteidiger wieder schicken. Und dann habt ihr hier die Überzahlsituation. Dann kommt sie auch wieder nach. Dieser Pass war ein bisschen, aber dadurch, dass sie dann am Strafraum sind, so und jetzt kommen wir da leider nicht ganz ran. Ja, und ihr steht halt auch relativ hoch, was ihr oft dadurch natürlich ausgekontert werden könnt. Diesen Weg mache ich schon die ganze Zeit nach hinten. Wie gesagt, aber ihr dürft dieses Game, also das Ergebnis nicht zu ernst nehmen, weil, wie gesagt, ich weiß selbst, ich bin spielerisch zurzeit nicht auf meinem besten Niveau, vor allem defensiv nicht. Und deswegen kann ich euch wirklich nur raten, probiert einfach das mal aus. Und ihr werdet sehen, wie crazy die auf jeden Fall offensiv funktionieren kann und wird. Und dann defensiv halt einfach besser stehen. So, jetzt hier einmal außen durch. In die Mitte rückt der nach. Einmal Doppelpass. Und dann könnt ihr den da reinlegen, weil ihr habt dann so viele Leute. Einmal außen verzögern und dann auf euren ZM oder einen euren ZMs am besten achten. Den mitnehmen, beziehungsweise durch alle Freiheiten, wie gesagt, bieten die sich oft extrem gut in den Halbräumen an. Und dann könnt ihr mit druckvollen Pässen da mit euren 3 Spielern vorne extrem viel Schaden anrichten. Im positiven Sinne natürlich. Und ja, wie gesagt, defensiv ist es halt ein bisschen tricky. Wie gesagt, ich verteidige halt auch zurzeit extrem schlecht. So. Okay, dann schauen wir mal, was wir in der zweiten Halbzeit vor allem offensiv, sage ich mal, noch hinbekommen können. Ja, am besten immer über den offensiven Außenverteidiger aufbauen, dann druckvoll da in die Mitte. Jetzt probiert er schon die Schlenzer. Und dann. Aber so ein Ball, der kann dann auch mal ankommen, muss man halt auch sagen. So. Jetzt nochmal verzögern. Wie gesagt, jetzt wieder offensiv abwarten, was dein ZM da macht. Diesen dann anspielen, dann könnt ihr eine Ebene weitergehen. Und dann habt ihr, wie gesagt, da gleich 2 Leute, die da steil gehen. Hätte ich mich da schneller gedreht und den Pass schneller gespielt, wären wir auch wieder durch gewesen. Ja, und dadurch, dass ihr so viele Leute dann auch offensiv noch bei den Einstellungen habt, ist es oft so, dass ihr dann, wenn ihr einen Ballverlust habt, das ähnlich wie eine Art Pressing nach Ballverlust wirkt, obwohl ihr Pressing nach Ballverlust nicht eingestellt habt. Und ja, wie gesagt, wir kassieren trotzdem 80 Tore, weil wir einfach defensiv nicht vorhanden sind. Wie gesagt, aber das hat nicht, deswegen ich rate euch wirklich nur, die auszuprobieren, weil so wie ich defensiv zurzeit spiele, Junge, das hat nichts mit irgendwelcher Formation, Schlechtnis zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich extrem schlecht verteidige im Generellen. Diese könnt ihr Doppelpässe spielen und dann habt ihr oft die Abschlussposition mit euren 3 Leuten da vorne. Natürlich.
Zack, durch. Wie das ist unser ZM, ne? Junge, das war richtig schlecht gemacht, Mann. Muss ich ja doch besser abschließen. Aber da seht ihr einfach, welche Power das denn in der Offensive hat. Und wie gesagt, vor allem für Konterspieler, auch mit Läufe in die Spitze kann es halt extrem gut funktionieren. So, Rolfö, ja, können wir auch reinmachen. Da, jetzt ist es ein Halbraum und jetzt habt ihr hier diese extrem gute Situation, dass da, wie gesagt, 50 Leute kommen danach. Wie gesagt, und selbst wenn ihr da den Ball an sich verliert, da habt ihr trotzdem so viele Leute, die danach rücken und ist indirekt wie Pressing nach Ballverlust sich spielt, obwohl es nicht Pressing nach Ballverlust ist. Und dadurch habt ihr auch so viele zweite Ballgewinne, wie in diesem Fall. War das beste Beispiel dafür. Siehst du hier, ZM kommt wieder nach außen und jetzt könnt ihr in die Mitte verlagern und habt dann extrem viele Leute da. Könnt den dann hier steil spielen, wäre eigentlich gut gewesen. Siehst du, und wieder diese Morgen, dadurch, dass die auch noch Stürmer lässt sich zurückfallen Anweisungen haben. Wie gesagt, schon wieder, ne? Ihr habt eigentlich den Ball verloren. Wie gesagt, war jetzt abseits, aber dadurch habt ihr oft so viel Ballverluste noch. Ballgewinne weiter extrem hoch. Und was halt schwierig ist, ist trotzdem diese Breite halt zu verteidigen. Oh, jetzt haben wir aber eine gute Umstellsituation. Bisschen R1-Dribbling verzögern. Jetzt könnt ihr den eigentlich anspielen. Wieder so einen Ball gewinnen. So, jetzt Außenverteidiger mal durchlaufen lassen. Jetzt hier die Ruhe bewahren. Dann auf die ZMs warten. Im Falle einfach mal verlagern. Und der war crazy. Der sollte eigentlich auf dem Außenverteidiger. Junge, da haben wir es verhauen. Aber wie gesagt, ihr kriegt so viel Ballgewinne in diesem letzten Drittel, weil einfach so viele Leute da rumstehen. Wie gesagt, schon wieder, ne? Das ist crazy. Ne? Und dadurch easy Goals auch. Wie in diesem Fall, ne? Wie gesagt, jetzt war jetzt wirklich eine wilde Fahrt, aber an sich seht ihr es, dadurch, dass wir 4 Tore gemacht haben und vor allem viele Tore durch diese hohen Ballgewinne, könnt ihr auf jeden Fall mit dieser Formation, vor allem wenn ihr die mehr und mehr trainiert und ruhig auch genug bleibt und nicht zu schnell nach vorne spielt, sondern immer wartet über den Außenverteidiger, bis irgendwann ein ZM oder ein Stürmer frei ist und dann Druck für anspielen und dann klatschen lassen und dann habt ihr so viele Möglichkeiten, weil ihr dann 4, 5 Leute da vorne habt, die halt richtig crazy abgehen können. Und ihr dann halt diese hohen Ballgewinne habt. Ich glaube, wir hatten mindestens 2 bis 3 Tore nur durch diese hohen Ballgewinne hier. Denn wie gesagt, hier habt ihr
schon ein Tor gehabt. Hier, wir verlieren den Ball, kriegen ihn direkt wieder. Und dann können wir da verzögern, hin und her spielen. Und dann beim letzten Tor ebenfalls war an sich wieder hier hoher Ballgewinn, weil einfach so viele Leute noch vorne sind und die teilweise dann automatisch diese Tackles machen und er nicht schnell genug rausspielen kann, was halt extrem stark ist. Teste diese 4-3-2-1-Formation unbedingt mal aus, vor allem diese offensive Macht mal wahrzunehmen, über außen kommen und dann abwarten in der Mitte und dann könnt ihr ganz schnell Tiki-Taka spielen und es ist extrem schwer zu verteidigen. Ich denke, ihr werdet viel Spaß offensiv mit dieser Formation haben und wenn ihr defensiv halbwegs stabil steht, könnt ihr natürlich auch damit extrem gut verteidigen. Lasst am besten noch ein Abo da, damit ihr kein Video, keinen Livestream mehr verpasst. Lasst ein Like da. Teilt das Video, damit mehr Leute diese Formation kennenlernen und ebenfalls so einen offensiven Spielspaß entwickeln können. Und schaut auch gerne bei meinen Livestreams auf YouTube als auch auf Twitch vorbei. Ich würde mich dort freuen. Und jetzt kannst du noch gerne die hier in andere Formation Guide reinziehen, wenn du eine andere Formation testen willst. Ich würde mich freuen. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.